Alle Frauen auf der Welt sind Töchter. Und ich bin auch eine Tochter. Die Tochter eines Försters. Und ich erzähle euch jetzt meine Geschichte. Es wurde Dezember und Weihnachten stand vor der Tür. Im Flur hing von der Decke ein riesiger Adventskranz mit dicken roten Kerzen und Bändern. Auch im Stübchen stand auf dem Esstisch ein kleiner Kranz. Mutti backte Unmengen von Plätzchen, die wir aber noch nicht essen durften und die sofort versteckt wurden. Papa und Mutti taten sehr geheimnisvoll gegenüber Johannes und mir. Einmal, als ich eines Morgens wach wurde, stand auf meinem Nachttisch ein kleiner goldener Engel. Er hielt eine brennende Kerze in der Hand. Endlich war es soweit. Ein Glöckchen erklang und wir betraten das Wohnzimmer. Der Tannenbaum reichte bis zur Decke. Bienenwachskerzen brannten, kleine rote Äpfel hingen an dem Baum und viele glitzernde Kugeln. Jeder von uns hatte seinen festen Platz, vor dem ein Teller mit Süßigkeiten stand. Mutti las die Weihnachtsgeschichte vor, danach sangen wir Lieder. Bald, als ich Klavier und Johannes Geigenunterricht hatten, begleiteten wir den Gesang mit unseren Instrumenten. Abends gab es Heringssalat und am ersten Weihnachtstag Gans aus der eigenen Schlachtung. Dieses wundervolle Gefühl, was für mich Weihnachten bedeutet, wollte ich Jahre später meinem kleinen Sohn vermitteln. Wir lebten damals in Tripoli, der Hauptstadt von Libyen. Ich zündete also eine Kerze an und flüsterte geheimnisvoll. Da sprang der kleine Zwerg auf und sagte: »Scheiß Christkind!« Es war ein harter und kalter Winter. Das Eis auf dem See war zentimeterdick gefroren. Ich saß am Rand auf meinem Schlitten und schaute den Schlittschuhläufern zu. Mein Bruder Peter war der Schnellste und ein richtiger Akrobat auf dem Eis. Ich war so stolz, seine Schwester zu sein. Überhaupt konnte Peter einfach alles. Er nahm heimlich das Motorrad unseres Vaters und fuhr auf dem Sattel stehend mit ausgebreiteten Armen wie ein Artist die absteigende Straße hinunter. Später, als wir ein Pferd hatten, ritt er ohne Sattel mit nacktem Oberkörper im wilden Galopp über die Felder. Peter war sehr geschickt, er konnte fast alles reparieren. Und er sah sehr gut aus. Die Mädchen und Frauen lagen ihm später reihenweise zu Füßen. Er war zeitlebens der Liebling meiner Mutter. Ganz egal, welchen Mist er auch anstellte, sie hatte immer eine Ausrede parat. Keiner von uns hätte sich das jemals erlauben dürfen. Die Zeit verging und ich wurde eingeschult. Meine Mutter begleitete mich. Der Schulweg führte um den See herum, durch einen kleinen Wald, ein langes Stück an den Bahngleisen entlang, durch eine Unterführung und danach die Straße herunter bis zur Schule. Es war ein weiter Weg. Als wir in das Klassenzimmer gerufen wurden, ging meine Mutter nach Hause. Später wurden wir Erstklässler vor der Schule fotografiert. Ich war sehr einsam da so alleine, während die anderen Eltern ihre Kinder bewunderten. Die ersten Jahre in der Schule fielen mir leicht. Ich konnte ja schon flüssig lesen und ging gerne zum Unterricht. Das Elend begann erst, als ich nach der 4. Klasse auf die höhere Schule ging. Mein Bruder Peter hatten sie gerade der Schule verwiesen, weil er in der Aula ein abgeschlossenes Klavier geknackt hatte. Und so meinte mein Klassenlehrer zur Begrüßung: »Dein Bruder ist weg, aber dich kriegen wir auch noch klein.« Ich war eine Träumerin und hatte nur Flausen im Kopf. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch gefällt mein Kanal. Also bitte fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.